Musik ist das Medium, das von sich aus die Herzen öffnet wie kein anderes. Also ich denke, auch Bilder oder Theater oder Filme öffnet nicht so direkt das Herz wie Musik. Wenn ich zu Hause Musik höre, das findet am intensivsten eigentlich dann statt, wenn ich längst ins Bett gehen sollte. Also das kommt dann zustande, wenn ich meine ganze Arbeit, und die findet tatsächlich auch noch nach der Oper statt, obwohl ich eigentlich längst ins Bett müsste, kann das noch 2-3 Stunden so gehen. Mit einem Glas Wein und meistens auch abgedrehte Lichter, also ich höre dann im Dunkeln. Und dann geht es immer weiter und dann plötzlich ist es 3 in der Früh. Also das ist mein Ritual. Ein anderes wäre eigentlich auch das Puzzeln. Also meine Frau und ich, wir puzzeln wahnsinnig gern. Das ist auch immer eine Zeit, wo wir Musik hören, Intensivmusik hören. Und da wahnsinnig viel Mozart. Ich meine, die 27 Klavierkonzerte von Mozart, da kann man 1500er Puzzle fertig machen. Mozart oder Beethoven? Wahnsinn, schwierige Entscheidung. Das ist nicht zu machen, wie wenn du mich fragst, ob ich lieber Wasser oder lieber Luft habe zum Leben. Ich brauche beides. Also Beethoven, Mozart liegt mir sicher näher, das auf jeden Fall. Für jeden Musiker, der als Kind beginnt, ist Mozart das, wo man hin will. Und Beethoven ist dann halt vielleicht eine Stufe dann noch weiter, aber Mozart ist Gold. Der konnte unmöglich nicht gut schreiben. Es konnte vielleicht banal sein oder halt erkennbar als Auftragswerk, aber immer sowas von gut und auch zu Herzen gehend. Und dass Musik wie die von Mozart so beliebig verschleudert werden darf, das tut mir schon sehr weh. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum manche Menschen mit der großartigsten Musik nichts mehr anfangen können, weil sie Tag ein, Tag aus vielleicht in ihrem Beruf, an ihrem Arbeitsplatz oder sonst wo beschallt werden. Bei Beethoven ist es halt der ewige Kampf. Das ist immer ja, wie soll man sagen, dieser Kampf um den Gipfel. Aber Beethoven kann so verrückt sein, was er in den späten Streichquartetten aufführt, ist so verrückt und so abgehoben und nicht verstehbar eigentlich. Und faszinierend, absolut faszinierend. Natürlich, man würde wahnsinnig gern wissen, was wäre aus Mozart geworden, wäre er älter geworden. Aber das wüsste man bei Schubert auch gern. Ich bin wahnsinnig froh, wenn ich mir die Mühe mache, dass ich mir eine CD suche und die dann abspiele. Und dafür habe ich auch dieses wunderbare Gerät. Aber ich mache mir oft nicht die Mühe. Und das ist vielleicht ein bisschen faul, aber ich mache mir die Mühe eher bei der Schallplatte. Ich sage, wenn ein 6-Jähriger freiwillig sich jeden Tag 1 Stunde oder 2 Stunden mit dem Instrument beschäftigt, dann ist es nicht, weil er selber das will. Also das ist gelenkt. Und in meinem Fall war es eine Schallplatte, die ich geschenkt bekommen habe von meiner Mutter, wie ich so 4, 5 Jahre alt war. Da gab es nichts anderes als so einen alten Schallplattenspieler. Und ich habe diese Schallplatte rauf und runter gehört. Und ich habe sie heute noch. Das ist eigentlich der wie soll man sagen, der Grund, warum ich eine Geige in die Hand nehmen wollte, weil ich auch so spielen wollte wie der Mensch, das war Yehudi Menuhin, den ich da auf dieser Schallplatte gehört habe.
wo er da anfängt, aus diesem Akkord heraus, mit diesem unglaublich süßen Ton, mit diesem innigen, der aber überhaupt nicht kitschig ist, dieser Ton. Der geht wirklich mitten ins Herz. Selber Musik hören oder musizieren? Naja, das Musizieren findet auf Orchesterebene natürlich im täglichen Dienst statt und ich mache das wirklich gern, auch wenn es manchmal mühsam ist und ja, es kann nicht immer gleich viel Freude machen. Aber wie gesagt, ich habe einen Traumjob und kann das nicht austauschen gegen irgendwas anderes und will es auch nicht. Zu Hause würde ich mich nicht hinsetzen und dann einfach so Musik spielen, um mich selbst zu erfreuen, sondern da höre ich natürlich. Ansonsten, ja, ich versuche neugierig zu bleiben. Habe ich jetzt schöne Werbung gemacht?